Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Hähnel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es soweit. Wir ermitteln heute den niedrigsten Verbrauchschampion der Elektroautos weltweit. Danke für die Elektromobilitätsfreaks, die heute vor Ort sind. Das sind ungefähr ein halbes Dutzend. Die lokale Presse, der Bote, ist auch zur Seite, die zum Start gekommen sind. Und im ganz besonderen Moritz Arndt, zu meiner Rechten. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, Andreas. Gerne, gerne. Von Automobil Arndt aus Neuss, der diesen tollen Test erst ermöglicht hat für uns. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich habe mich selber die Einladung gefreut. Wir hatten ja schon ein paar Mal Kontakt und es hat mich gefreut, dass das geklappt hat und dass wir jetzt hier mal das Duell starten können. Super, wunderbar. Ich verlinke euch oben rechts nochmal die Internetseite von Autohaus Arndt, da könnt ihr dann auch gezielter nochmal nachhaken, Probefahrten ausmachen, ganz wichtig, wenn einer wirklich Interesse hat jetzt am Tesla, wendet euch an das Autohaus Arndt, ich verlinke euch das oben rechts dann auch nochmal, kein Thema, gell? Okay, euer persönliches Highlight 2018 da draußen ist das Tesla Model 3 und das werden wir heute am 30.09.2018 zur ersten deutschen Verbrauchsfahrt kombiniert. 150 Kilometer auf einer vorgegebenen öffentlichen Straße, auch wichtig, weil das ist, der hat eine Straßenzulassung. Genau, der hat vor kurzem die Homologation bekommen. Das ist eine Einzelzulassung gewesen, weil das Tesla Model 3 in Deutschland noch nicht geprüft ist und quasi dann immer eine Einzelabnahme ist, die sehr aufwendig war, wo wir ein eigenes Verfahren für entwickelt haben. Das heißt, dass wir eines der zugelassenen Model 3 in Deutschland haben, ist sehr besonders. Genau, deswegen sind wir heute sehr exklusiv und das Interesse ist relativ groß, gell? Ja. Okay, das Besondere an diesem Test ist, dass das Model 3 gegen den Ioniq Elektro zeitgleich antreten wird, also keine Zeitverschiebungen wird und das entspricht eine sehr enge Kiste zu werden und Spannung pur, denke ich. Davon bin ich überzeugt. Okay, ich verlinke euch oben rechts nochmal das Video vom Streckenprofil und von den Daten. Das könnt ihr euch dann oben rechts auch nochmal anschauen, die ganzen Fakten etc. Da gehen wir jetzt auch nicht drauf ein, das wird zu lang, wir wollen dann auch loslegen. Moritz, vielleicht nochmal ein, zwei persönliche Fragen an dich. Jetzt noch... nun möchten wir gerne wissen, wie die lange Anfahrt mit dem US-Modell, Thema Supercharger ist ja leider nicht gegeben. Wie ist das heute abgelaufen? Genau, das ist immer ein bisschen kompliziert, man muss sich immer so ein bisschen arrangieren, aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann geht's. Wir hatten den bis gestern noch in der Miete und deshalb musste ich mich ein bisschen beeilen, habe ihn dann bei uns noch an Starkstrom gehangen, damit wir den Wagen noch ein bisschen Power drauf bekommen haben. Dann habe ich ihn mir auf den LKW geladen und bin damit hier hingefahren. Und heute dann um 3:53 Uhr in der Früh bin ich angekommen und habe am Rathaus ihn laden dürfen. Und also wenn man sich ein bisschen arrangiert, dann geht's. Aber mit den Supercharger muss man immer so ein bisschen gucken, dass man die passenden Adapter hat und dann sich vorher die Ladesäulen raussucht. Und dann geht's aber auch. Genau, wunderbar. Ein enormer Aufwand wurde betrieben, 477 Kilometer wurde das Model 3 herbeigeschafft, um den in Deutschland ersten Verbrauchstest real zwischen dem Model 3 und den Ioniq zu starten. Was erwartest du von diesem Test? Also ich glaube, dass es ein sehr, sehr spannendes Rennen wird. Die Autos sind sehr, sehr vergleichbar. Die Werte, wie du es schon in deinem Video gesagt hast, sind sehr, sehr identisch und haben mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber an sich sind die Wagen schon sehr, sehr konkurrenzfähig. Und ich glaube, das ist ein extrem spannendes Duell. Wunderbar, da freuen wir uns doch alle drauf. Jetzt noch eine persönliche Einschätzung von dir. Wer gewinnt die Geschichte heute? Ja, also ich glaube, dass es sehr, sehr spannend wird. Aber ich bin ein Tesla-Fanatiker und ich glaube fest an mein Model 3 und hoffe, dass es mich nicht enttäuschen wird. Okay, dann werde ich das Beste dagegen tun, gell? Genau. Okay, dann viel Spaß den Beteiligten und ich sage dir nochmal, Moritz, danke, dass du gekommen bist. Und wir sehen uns dann später am Supercharger in Hibbertstein. Macht's gut, bis später.
Beim Ioniq haben wir 3,0 bar eingestellt. Beim Model 3 konnten wir am Display es nicht ablesen. Somit haben wir ein Handgerät genommen und auf 3,0 bar eingestellt. Das Model 3 haben wir selbstverständlich alles auf 0 gestellt. Auch beim Ioniq haben wir alle Daten zurückgesetzt. Auch der Durchschnittsverbrauch beim Ioniq. Die Klimaanlage bei beiden Fahrzeugen auf 20 Grad Automatik. Auch beim Model 3 dasselbe. Ja, ich höre dich. Test, geht. Mikro. Ja, ich höre dich. Gut, dann fahren wir los.
Endergebnis für das Model 3, gefahren 153,2 Kilometer, einen Durchschnitt von 159 Wattstunden oder 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das Endergebnis des Ioniq 149,6 Kilometer gefahren, einen Schnitt von 69 Kilometer in der Stunde, Fahrzeit 2 Stunden und 19 Minuten. Der Durchschnittsverbrauch beim Ioniq liegt bei 13,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Am Start hatten wir 9 Grad, am Ziel hatten wir 14 Grad. So, liebe YouTube-Gemeinde, ich sitze bei Moritz von Automobile Arndt in seinem Tesla Model 3. Wir haben jetzt die Verbrauchsfahrt abgeschlossen und jetzt werden wir mal ein bisschen Fazit machen. Wir werden das Video ein bisschen anders machen, nicht wie bei mir immer zu Hause mit Fazit, sondern wir machen das heute mal im Model 3. Dann kann ich es mir auch mal selber fahren. Wir werden also 2 Videos draus machen. Einmal das Fazit an sich und dann werde ich und der Moritz nochmal unser persönliches, Empfinden für das Fahrzeug, was gefällt uns, was ist gut an dem Fahrzeug. Da machen wir dann, wie gesagt, 2 Videos draus. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Fazit einmal an. Wir haben einen Verbrauch, vielleicht sagst du das, Moritz, was dein Wagen verbraucht hat? Genau, also wir sind ja eine recht umfangreiche Strecke gefahren, also haben wir wirklich einmal alles durchgemacht, wirklich sehr, sehr realitätsnah, würde ich sagen. Wir sind direkt hintereinander gefahren und haben uns immer abgewechselt, konnten auch, denke ich, so direkt wirklich ein gutes Zwischenergebnis sammeln. Und der Model 3 hat letztendlich 159 Kilowattstunden verbraucht und war somit auch vom Verbrauch her stärker oder schwerlastiger als das Konkurrenzfahrzeug. Und ich habe fast damit gerechnet, aber ich habe es mir trotzdem ein bisschen geringer vorgestellt, den Unterschied im Vergleich, weil letztendlich hat sich das Model 3 schon deutlich im Verbrauch spürbar gemacht. Das war jetzt natürlich immer noch im Verhältnis, aber ich hätte schon noch ein bisschen gedacht, dass es ein bisschen knapper wird. Aber an sich war das trotzdem, wenn man sich das mal so währenddessen angeguckt hat, auf der Autobahn immer noch total im Verhältnis. Also das war jetzt nicht übermäßig oder so, dass ich gesagt habe, es ist im Vergleich zu anderen Elektrofahrzeugen wahnsinnig viel. Das war immer noch in einem super Rahmen. Aber ich glaube auch besonders jetzt bei unserer Vergleichsfahrt hat der Unterschied schon gemacht, dass wir 2 Zoll größere Reifen haben, etwas breitere Reifen. Und das vielleicht macht sich schon die größere Batterie im Gesamtgewicht doch schon spürbar. Das würde ich schon sagen. Das Gewicht war dann doch entscheidend. Beim Ioniq haben wir 13,7, also 137 Wattstunden. Ich muss ja mal ein bisschen umrechnen. Ist natürlich, ich hatte die Referenzstrecke schon mal mit 11,3 vom Mark. Das sind wir aber auch langsamer gefahren. Wir haben heute auch etwas Gegenwind gehabt auf der Autobahn. Sind auch die vollen 150 heute gefahren. Ja, lange und oft. Genau, haben also beide Autos nicht geschont. Und das merkt man natürlich dann vom Verbrauch schon. Wir liegen jetzt, wie gesagt, beim Mehrverbrauch, der dann doch knapp, ca. 10% sind. Ja. Also für den einen oder anderen doch überraschend, denke ich. Aber so ist es halt mal. Wie gesagt, deswegen testen wir die Geschichten auch gerne selber. Und also mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Ich habe dann immer die GoPro wir haben dann die Positionen immer ein bisschen gewechselt. Das habt ihr dann beim Zusammenschnitt dann auch gesehen. Und dass ihr da auch ein bisschen Eindruck habt, wie die Strecke eben war. Wir sind also Autobahn gefahren, Landstraße, wie du schon gesagt hast. Und dann auch ewig in der Stadt. Mir kam das vor wie 1 Stunde. Gell? Genau, das war sehr lange. Aber das ist halt am Schluss, da lässt dann die Kondition noch ein bisschen nach. Es ist auch eine gewisse Langeweile, die dann auch entsteht. Und von der Hinsicht war es mal wieder eine tolle Sache. Ja, definitiv. Und zwar sehr, sehr, sehr realitätsnah. Also und ihr könnt auch wirklich diese Referenzwerte jetzt, könnt ihr jedem da draußen sagen. Wir haben also wirklich, wir haben heute tolles Wetter gehabt. Wir haben also ein bisschen Gegenwind gehabt bei der Autobahnfahrt und rückwärts haben wir dann ein bisschen Rückenwind gehabt. Also ganz normale, reale Wetterbedingungen auch. Ja, es war jetzt zwar heute nicht Regen etc., also waren schon gute Bedingungen, aber der Gegenwind war schon massiv auf der Autobahn. Deswegen auch etwas höherer Verbrauch. Ich dachte, der Ioniq ist doch weiter unten, aber dafür war das Model 3 natürlich auch wesentlich höher.
Und so haben wir wirklich, da wir zeitgleich gefahren sind, hintereinander auch genügend Abstand, haben wir jetzt sehr gut vergleichbare Werte für euch da draußen. Und da könnt ihr doch das eine oder andere jetzt damit anfangen, Ja, denke ich. definitiv, denke ich auch. Okay, gut. Dann denke ich, sind wir soweit durch. Ich bedanke mich natürlich nochmal recht herzlich bei dir, dass du extra runtergefahren bist. Ich hoffe, dass das Video da draußen auch, wir haben uns wirklich Mühe gegeben für euch. Wir haben mehrere Tage jetzt geopfert. Der Moritz ist extra von Neuss hier runtergefahren mit einem Trailer und hat das Fahrzeug exklusiv hier in Bayern präsentiert. Es war eine Menge los in Hübertstein. Ich hätte das nie gedacht. Es waren am Schluss gezählte 50 Personen, vermutlich. Und damit hat man echt nicht gerechnet, dass so viele kommen. Also Interesse ist riesig bei dem Fahrzeug. Und teilt das Video gerne, dass der eine oder andere das dann auch sieht, dass sich die Mühen gelohnt haben. Zum einen für uns und für die Automobile Arndt natürlich auch. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne, vielleicht führst du das nochmal aus? Ja, also bei weiteren Fragen, also der Andreas ist ja, das kennt ihr aus seinen Videos, einfach mega gut informiert und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir gerne in Zukunft noch mal mehr zusammen machen wollen, wenn es da weitere Fahrzeuge gibt und Vergleichsfahrzeuge, da sind wir als Firma und auch privat immer gerne für zu haben. Und falls mal Interesse besteht, den Wagen zu fahren oder gar zu kaufen oder irgendwie sonst, auch im Bereich Tesla sind wir immer gut vertreten und ihr habt drei, gell? Genau, 3 Model 3? 3 Model 3 und jetzt wieder Model X und sind auch generell an dieser E-Mobilität wahnsinnig interessiert und wollen auch sehr innovativ arbeiten und so ist halt die Zusammenarbeit entstanden und ja, einfach beim Andreas oder auch gerne mal bei uns vorbeischauen. Absolut. Also, Moritz, dann sage ich nochmal Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vergleichstest oder etc. Irgendwas anderes. Genau. Ne? Danke. Gut. Tschüss. Ciao.